Ihr habt mit Heiko jetzt schon fleißig praktiziert, aber lasst uns dennoch Zuflucht nehmen. Vielleicht singen wir einfach das Tara-Mantra statt der Zufluchtsgebete. Ja, nehmen das als innere Ausrichtung aufs Erwachen. Om Taden Tun Taden Tun Swaha 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 Om Taden Tun Taden Tun Swaha. Das ist sie ja, die Tara. Ne? Also, ist sie natürlich nicht. Ist ja nur eine Statue. Aber Tara ist so eine, die genau das, soweit wir die Bodhisattva-Geschichte von Tara kennen, die genau das gelebt hat, was wir mit dem Samantabhadra-Wunschgebet kennen. Und wir betrachten sie jetzt als Buddha-Tara. Ja? Sie ist jetzt, wir betrachten sie gar nicht als Bodhisattvi, genauso wenig wie wir Chenrezi, drüben auf der anderen Seite oder hinter mir, Chenrezi betrachten wir einfach als Buddha, nicht mehr als Bodhisattva auf dem Weg. Ne? Und diese beiden sind so für uns Vorbilder, wie wir selbst auch sein könnten, auf dem Weg, dieses Leben so zu gestalten, dass wir nicht mehr an unserem Potenzial zweifeln, sondern es einfach leben. Ja, das ist, wenn wir Chenrezi oder Tara als Yidam nehmen, also als Praxis nehmen, dann stehen wir dazu, dass wir so sind. Ja, wir zweifeln dann nicht mehr daran. Wenn wir daran zweifeln, ist es, ja, das ist noch ein bisschen harzig dann, wenn wir uns dann selbst als Tara visualisieren und zweifeln dann aber daran, dann ist das so ein Hin und Her. Eigentlich wäre es so, jedes Mal, wenn ich dran denke, an meine Tara-Natur, in dem Moment ist das wie ein Zurückfinden nach Hause. Ja, es ist so Einkehr in meiner Grundnatur. Und darum geht es auch, wenn wir von einem vermeintlichen Weg des Erwachens sprechen. Wir haben vorhin die Zufluchtszeremonie gehabt, ja, das war unglaublich intensiv, das alles nochmal so zu spüren, nach all den Unterweisungen jetzt, ne? Hast tapfer durchgehalten, war super. Und genau, sich dafür einen Weg zu entschließen, der gar kein Weg ist. Und trotzdem verdeckt ja immer wieder etwas dieses Gewahrsein von der offenen Natur des Geistes. Auch wenn sie zwischendurch mal aufblitzt, dann verdeckt es wieder. Und das nennt man Weg, dieses immer wieder Aufdecken von dem, was eigentlich ist, oder immer wieder entdecken. Schönes deutsches Wort, discover auch, ja, wie so ein Cover, eine Decke wegnehmen, dieses
Entdecken von dem, wie es eigentlich ist. Und das wird für diese Woche, da wir ja morgen Steven haben, wird das sozusagen die letzte Unterweisung jetzt sein. Ich möchte euch nochmal etwas über das erzählen, was wir da entdecken. Ja, so das, was man so oft so Nirvana nennt oder das Erwachen oder so. Und ich möchte aus einer einfachen Sicht darüber sprechen. Das ist so das kann man so sagen, das ist so die logische Konsequenz von der Entwicklung der Unterweisung in dieser Woche. Könnt ihr euch noch erinnern? Wir haben doch mit der Unbeständigkeit angefangen. Wandel, Lebendigkeit, Lebensfreude, wie wir den Wandel gestalten können, Ursache und Wirkung, ja, Handlungen, Karma als Erbe und unser geistiges, sprachliches, körperliches Wirken als Zuflucht, als Gestaltungsmöglichkeit, das Bedenken der Nachteile Samsaras, also der Nachteile so verstrickt zu sein, dass wir haben schon begonnen damit, Samsara zu durchschauen, ja, dieses Schauspiel dieser Wirkungen, ja, all dessen, was sich so an Mustern in unserem Geist zeigt, wenn wir das durchschauen können, wenn wir das in seiner wahren Natur erkennen können, dieses Schauspiel, in dem Moment öffnen sich ja diese Freiräume. Das ist alles schon vorbereitet und dann kam diese Erklärung zu dem Samantabhadra, Pfad des Strebens, der inneren Ausrichtung kam dazu, was eigentlich eine immense Unterweisung ist in echtem Bodhicitta. Also ein Bodhicitta, das völlig eins ist mit Mahamudra. Ein Bodhicitta, das nicht in diese Illusion fällt, jemanden retten zu müssen, sondern wenn, dann gleich alle. Ja? Und diese alle, die werden nicht als solide gesehen, als substanzhaft, sondern werden alle schon als Buddhas gesehen. Also wir können sie Taras nennen, Shinresi, wie auch immer wir sie nennen wollen. Aber alle, überall, der ganze Raum ist schon mit Buddhas gefüllt. Überall, wo wir hingucken, jede Pore, jede Zelle unserer Haut, jeder Partikel ist mit unzähligen reinen Gefilden, also mit unzähligen erwachten, erleuchteten Samadhis gefüllt. Überall lebt es. Ihr könnt euch noch erinnern, heute Morgen, also für mich war es so stark, wie die Atmosphäre vibrierte mit diesen reinen Gefilden und überall erwachte Aktivität. Ja? Und eigentlich braucht man da jetzt nicht noch eine extra Unterweisung, aber logischerweise, wenn der letzte Punkt der vorbereitenden Kontemplationen so das Kontemplieren der Nachteile des Daseinskreislaufes ist, dann sollten wir doch jetzt mal weitermachen mit dem Kontemplieren der Vorteile der Befreiung, oder? Gehört doch eigentlich dazu. Und man nennt das in der Dharma-Sprache, nennt man das Kontemplieren der Vorteile der Befreiung, nennt man sich auf die Zuflucht ausrichten. Okay, das haben wir doch auch gerade erlebt. Ja? Wenn einem das klar wird, Zuflucht ist nicht irgendwo, sondern hier. Und das ist dieses Erwachte, was schon da ist, was die Erfahrung des Jetzt eigentlich bietet. Und jetzt wird ja im Dharma, in der buddhistischen Tradition, es wird ja irgendwie doch viel von diesem Erwachen gesprochen und wenn man fragt, worum geht es eigentlich schlussendlich, dann hört man manchmal den Ausdruck Nirvana. Ja. Und irgendwie, also es ist schon sehr klar geworden jetzt diese Woche, dass es ständig um diese Einbettung geht und je mehr wir über diese Einbettung sprechen, diese vorbereitenden Kontemplationen, das Verständnis von Ursache und Wirkung, das Verständnis der Vergänglichkeit. Eigentlich sprechen wir die ganze Zeit über die Natur des Geistes. Und wenn wir Samsara kontemplieren, kontemplieren wir den verwirrten Geist
wenn wir Nirvana kontemplieren, kontemplieren wir den befreiten Geist. Und das könnte so einfach sein. Doch wenn man so sich ein bisschen umschaut in den buddhistischen Traditionen und auch außerhalb, da begegnen wir doch sehr unterschiedlichen Darstellungen von dem, was Nirvana ist oder sein könnte. Ich habe euch die 4 mal aufgeschrieben in dem Skript. Habt ihr die schon entdeckt? Also die 4 wichtigsten, die mir so geläufig sind. Eine gängige Darstellung, die auch heute häufig noch unterrichtet wird, dass Nirvana so eine Art Verlöschen ist. Ja? Ein Verlöschen, ein Erlöschen, so wie bei einer Kerze, deren Brennstoff restlos aufgebraucht ist, wo der Docht runterbrennt und alles verdampft. Und dieses Erlöschen, das könnte auch Nirvana sein. Ich spreche jetzt natürlich aus der Sicht des Mahayana-Verständnisses, wenn wir sagen, ja, dieses Erlöschen gibt es. Das ist durchaus möglich und das ist auch das, was wir anstreben. Es ist das Erlöschen aller Kräfte, die Leid erzeugen, kein Dukkha mehr. Das Erlöschen aller karmischen Kräfte, die eine zwangsweise weitere Wiedergeburt auslösen können. Es gibt das Erlöschen aller Kräfte, die zu einem neuen Greifen nach einem weiteren Körper, einer neuen Existenz oder so führen können. Das alles erlöscht. Alles verschwindet. Der Vorteil dieser Sichtweise ist, dass gar keine Aussage getroffen wird über das, was eventuell bleibt. Also es werden keine Vorstellungen erzeugt über das, was dann passiert. Und die Spekulation ist, dass dann nichts mehr ist. Das ist aber Spekulation. Da gibt es auch ein paar andere Aussagen im Pali-Kanon. Ja? Der Buddha hat auch geschwiegen drüber, was er denn wohl so anstellt nach seinem Parinirvana. Ja? Also erst Nirvana und dann das Austreten aus diesem Körper. Wollte er nichts drüber sagen, weil sich das eigentlich den Begriffen entzieht. Okay? Es ist sehr von Vorteil, wenn wir keine Konzepte, Begriffe über das entwickeln, was dann ist, wenn alles Begriffliche, Dualistische und so weiter erschöpft ist. Ist besser, oder? So wie es uns geht, ging es auch denen vor 2000 Jahren schon. Diese Darstellung hat so einen Hauch von etwas Nihilistischem. Er hat so einen Hauch von etwas, ja und wie, ist dann einfach nichts. Und manche gehen dann auch so weit und bejahen das auch noch, ja, das ist einfach nichts mehr. Ja, aufgehen im Nichts. Okay, das ist anziehend für diejenigen, die ins Nichts so gehen wollen, aber nicht so inspirierend für einen anderen Typus Mensch, die in die Fülle gehen wollen oder die ja so mit dem Mitgefühl sagen, und die anderen, was ist mit denen los? Okay, das sind so ein paar offene, ungelöste Fragen waren da. Also diese Version, diese Beschreibung des Nirvana deckt eine Gruppe von Menschen ganz gut ab und andere bleiben so ein bisschen, wie soll man sagen, ist das wirklich so inspirierend? Geht es da lang? So. Und dann gibt es eine andere Beschreibung im ähnlichen Umfeld. Da beschreiben wir das als Befreiung. Befreiung von allem Leid, Befreiung von allem, was eng macht. Das ist also, wenn etwas befreit wird, dann
tritt ja etwas anderes zum Vorschein. Ja? Befreiung bedeutet nicht, dass da ein Nichts ist. Das ist also von der Art der Beschreibung ist das für mich eine Übergangsdarstellung, denn vom Weg der Befreiung zu sprechen, da kann man dann ahnen, okay, wir werden frei von Leid, wir werden frei von den karmischen, dualistischen Kräften und so, und da gibt es dann schon mögliche Übergänge, frei zu wirken, frei zu lieben, frei, ja, also nicht nur frei von, sondern auch frei zu. Ihr kennt diese philosophische Diskussion, ja. Den Weg, und das ist, was der Buddha eigentlich oft gesagt hat, er hat seine Lehre einen Weg der Befreiung genannt. Dann hat er aber auch noch andere Beschreibungen. Und zwar hat er natürlich das berühmte Wort Erwachen benutzt. Aufwachen. Ja, aufwachen aus einem Schlaf der Unwissenheit, also wissend werden. Und mit dem Wissendwerden, mit der Seinserkenntnis und mit all dem, was er sonst noch über diesen erwachten Geist sagt und wie wir ihn beobachten konnten, da haben wir eine Beschreibung von Nirvana, wo dank des Freiwerdens von dem, was einengt, Freiwerden von Schleiern, Auflösen von all dem, was das Herz eng macht, da haben wir diese Entfaltung der Herzensqualitäten. Das sind die bekannten 4 Unermesslichen, das sind die Paramitas, ja, die befreienden Qualitäten, so all das, was die Qualitäten des Erwachens sind und was dem Buddha dann ermöglicht hat, nach seinem Nirvana 45 Jahre noch zu unterrichten. Also da wird Nirvana als ein Wachwerden beschrieben und als ein Freiwerden, um zu wirken. Okay, ein Entfalten dann, das geht dann weiter. Das ist, wenn wir vom Entfalten sprechen, dann sind wir schon bei der gängigen tibetischen Definition. Als sie sich in Tibet überlegt haben, wie sie Buddha übersetzen, haben sie das Wort Sangye gewählt. Es hat 2 Silben, Sang und Gye. Sang ist der Aspekt des Reinigens, des Freiwerdens und des Verlöschens von allem, was behindert. Sang, rein, ist das Reinigen aller Schleier, das Auflösen alles Beengenden. Und Gye bedeutet entfalten, hervorkommen lassen. Und das haben unsere Lehrer uns immer so erklärt, das, was gereinigt wird, macht es möglich, dass das, was vorher verdeckt war, hervorkommt. Das war ihre Wahl für den Ausdruck Buddha. Wenn wir das Gebet singen, das erste Wort, was wir singen, ist doch Sangye Chödang. Das ist Sangye. Das habe ich gerade erklärt. Das ist die Bedeutung von diesem Wort. Das heißt Buddha. Und da fließen also 2 Beschreibungen von Nirvana, von dem, worum es eigentlich geht, die fließen da zusammen. Das bereinigt haben und das sich entfalten lassen. Okay? Und dann Mahayana hat sich noch weiterentwickelt und es wurde so offenkundig, dass es eine Befreiung nicht wirklich gibt, solange die Praktizierenden noch in der Abwehr gegenüber einem vermeintlichen Samsara sind. Ja, also solange ich noch Situationen in diesem Daseinskreislauf meiden muss, bin ich in dem, was die Mahayana-Buddhisten dann ein einseitiges Nirvana nennen. Ja, einseitig bedeutet,
andere Seite Samsara und hier, ich versuche mich im Nirvana aufzuhalten, das muss frei sein von Samsara und keine Verstrickung mehr mit Samsara, frei von dem. Und spätestens ab Nagarjuna, der das nochmal so sehr betonte, aber aller Wahrscheinlichkeit nach schon zu Lebzeiten des Buddhas, entstand eine Bewegung, die sagte, hey, wenn alle Dharmas, alle Erfahrungen, alle Erscheinungen geistiger Natur sind und wir die vergängliche, nicht substanzhafte, illusorische Natur dieser Phänomene, dieser Dharmas, dieses Erlebens, wenn das durchschaut wird, dann gibt es nichts mehr, vor dem wir Angst haben müssen. Dann gibt es keine Erfahrung, die man absondern muss. Sondern es gilt eine Einsicht zu entwickeln, die solch eine Kraft hat, dass sie alle nur möglichen Erfahrungen, Phänomene dieser Welt durchschaut. Durchschauen bedeutet, dass sie keine Macht mehr haben und sich in dem Moment die wahre Natur des Geistes zeigt. Also dass sich alles im non-dualen Gewahrsein auflöst. In der Dualität gibt es Kleshas, gibt es Maras, ja, gibt es Schleier. Wird die Non-Dualität nicht mehr erzeugt, werden diese Schleier nicht mehr erzeugt, dann öffnet sich der Geist und egal in welcher Umgebung Mensch ist, wir können nicht mehr beeinträchtigt werden durch die Maras. Und diese Sichtweise hat dann zur Folge, dass wir den ganzen Prozess des Unterrichtens des Buddhas, diese 45 Jahre, die nach dem Nirvana noch gefolgt sind, und alle anderen, die ebenfalls als Erleuchtete dann gewirkt haben, alle die erwachten Frauen, die erwachten Männer, die durch die Jahrhunderte in allen möglichen Traditionen, in allen möglichen Kontinenten unterwegs waren, dass wir eine Möglichkeit haben zu beschreiben, wie dieser Skanda-Prozess, dieses Leben in der Verkörperung, zu einem erwachten Wirken wird, wo keine Identifikation mehr entsteht innerhalb der Sinneswahrnehmung, innerhalb der Empfindungen, innerhalb der Unterscheidungen, beim Gestalten, ja, das vierte Skanda, die Gestaltungsfaktoren, das Gestalten der Welt, die verschiedenen Bewusstseinszustände. Diese Erwachten, die vollkommen Erwachten, verstricken sich nicht mehr. Sie leben, so wie wir das vorhin besprochen haben, leben die doch tatsächlich, während wir jämmerlich leiden, leben die direkt neben uns im reinen Land. Ja, tatsächlich. Und was sie tun, um uns zu helfen, ist eigentlich nur uns die Augen, das Herz zu öffnen. Ja, also das können sie natürlich nicht, es gibt da keinen Schlüssel, aber durch die Inspiration, also durch ihr So-Sein und selber nicht gefangen sein, öffnen sich auch für uns in ihrer Gegenwart, manchmal auch nur, indem wir von ihnen hören, etwas von ihnen lesen, irgendwie öffnet sich das in uns. Und wir finden zu der uns innewohnenden Freiheit. Und diese Phänomene, ja, wenn wir das beschreiben, wie Erwachte in der Welt unterwegs sind, ohne sich zu verstricken, sie erleben die völlig reine, freie Schau des erwachten Gewahrseins, während
Samsara um sie herum brodelt. Ja? Und alles, was am vermeintlichen Samsara auftaucht, in ihrer Wahrnehmung, all das Leid aller Lebewesen, wird im selben Moment des Erlebens bereits als Nirvana erlebt. Und das ist diese wichtige Darstellung, Samsara und Nirvana untrennbar. Also das nennt man dann nicht mehr das einseitige Nirvana, was auf der Abtrennung von Samsara beruht, sondern wir nennen das, der Fachausdruck dafür ist das nirgends verweilende Nirvana. Nirgends verweilend. Ich fand als ich das zum ersten Mal gehört habe und dann ein bisschen drüber kontempliert habe, ich fand das so inspirierend. Nirgends verweilend? Krass, oder? Es hat keinen Ort. Es ist überall und nirgends. Und es hält sich nicht in Extremen auf. Das ist die Definition davon. Nirgends verweilen bedeutet, verweilt nicht im Extrem der Existenz oder der Nicht-Existenz, in der vermeintlichen Kombination der beiden, sowohl existent wie nicht existent, noch im Weder noch. Weder Existenz noch nicht. All das, also nirgends verweilen bedeutet nicht in diesen begrifflichen Definitionen verweilend, mit denen sich sonst all diese, die verschiedenen philosophischen Schulen rumschlagen. Alle versuchen sie irgendwie die Dinge entweder zu bejahen oder zu verneinen oder Gegensätze zusammenzubringen. Völlig frei davon. Dieses Nirvana ist nirgends verweilend, weil die Erwachten überhaupt keinen Impuls mehr spüren, sich zu positionieren, ein vermeintliches Ziel zu vergegenständlichen, irgendeine philosophische Position einzunehmen, all das, alles nirgends verweilend. Und da gibt es dann auch so krasse Aussagen wie Nirvana? Nö, keine Ahnung, nie gehört. Ja, so. Ziel? Nee, Ziel Nirvana gibt's nicht. Nee. Einfach Tee trinken. Tee trinken, so. Ja? Gehen, wenn wir gehen, Tee trinken, wenn wir Tee trinken, tanzen, wenn wir tanzen, so. Das ist jetzt so mehr die Zen-Philosophie, die da durchkommt, nach einer langen Reise, ja, wo erst Samsara und Nirvana völlig verschieden waren, ne, und wir uns angestrengt haben, den Tee in völliger Präsenz zu trinken und achtsam und in den Geist schauen, während wir den Tee trinken. So. Und das alles Anstrengungen auf dem Weg des Erwachens, und schließlich endlich durchschauen wir auch all diese dualistischen Anstrengungen als Natur des Seins. Die Ablenkung wird erlebt als non-duales Sein. Es gibt gar keine Ablenkung mehr. Und dann geht es nur noch darum, Tee zu trinken. Gar nichts, es gibt keine Praxis. Es gibt dann keine Praxis mehr, okay? Weil sozusagen wir all die Versuche aus dem vermeintlichen Samsara auszusteigen, wir sind sozusagen da durchgelatscht, wir haben die Sohlen abgewetzt, ja? Wir sind ans Ende unserer Bemühungen gekommen, aber in diesem Prozess haben sich all unsere unnatürlichen Muster aufgelöst. Mensch ist endlich natürlich geworden. All dieses Verbessern wollen, dieses Unzufriedensein, dieses Angst haben und hoffen auf was Besseres, und all das hat sich aufgelöst. Und das ist dieses einfache Nirvana, wo wir dann eigentlich sagen können, lasst uns doch die Begriffe Samsara und Nirvana, lasst uns die doch einfach mal fallen.
Die können fallen gelassen werden. Es geht nur noch ums So-Sein. Geht nur noch, ja? Es ist einfach nur Sein. Das nennt man dann natürlichen Geist oder. Es gibt da so, ihr kennt die verschiedenen Ausdrücke. Ja? Also das sind so Darstellungen von Nirvana, mit denen ich begegnet bin und die auch heute noch gelehrt werden. Und tatsächlich in allen Schulen, auch wenn sie nicht so drüber sprechen, ist das Nirvana, solange wir hier im Körper sind. Wenn sich Nirvana vollzogen hat und wir sind noch im Körper, dann ist das Leben. Mensch lebt weiter. Und es ist normalerweise auch ein Wirken. Aber es gibt natürlich Erleuchtete, die jetzt einfach an ihrem Ort bleiben und überhaupt keinen Impuls fühlen, rumzulaufen und ja, so zu unterrichten. Und es gibt andere, die sind aktiver. Da gibt es keine eingebaute To-Do-Liste. Wenn du erwachst, dann plötzlich, schwupps, dann kriegst du die Flipchart präsentiert, was du jetzt bitte so als am Menü abarbeiten sollst. So, das sind jetzt deine Aufgaben. Willkommen im Club der Erwachten. Ne? So der Rotary Club der Erwachten und hier, das ist das Menü. Ja? Gibt es nicht. Jede Erwachte ist in dieser Spontanität. Und diese Spontanität ist absolute Absichtslosigkeit. Da ist gar nichts, was auf dem Programm steht. Da gibt es auch nicht mehr diese Ideen, jetzt Lebewesen retten zu müssen. Das alles geschieht spontan. Wenn jemand kommt und verwirrt ist, klar gibt es eine spontane Interaktion. Das ist ja völlige Resonanz. Und wie die Interaktion ausschaut, das ergibt sich aus der Situation. Das ergibt sich eben aus dem, was dann passiert. Das ist nicht vorhersehbar. Man kann nur sagen, das wird gut kommen im Normalfall, weil da ist ein erwachtes Feld und da kommt jemand mit sehr viel Verspannung und vermutlich ist das für den Mensch mit den Verspannungen recht interessant, was dann so passiert. So. Es ist eine neue Erfahrung. Ja, es ist eine wunderbare neue Erfahrung, hoffentlich nicht überfordernd, aber selbst dafür übernehmen Erwachte keine Verantwortung. Ja, es ist nicht so, dass Erwachte sich hinsetzen und darauf achten, dass sie nicht überfordernd wirken. Das machen nur die sich richtig entschlossen haben, so in dieser Welt intensiver zu wirken. Die nehmen sich schon gewaltig zurück, aber das hat auch mit bestimmten Wünschen zu tun, die man vielleicht vorher gemacht hat, ja, auf dem Bodhisattva-Weg. Aber es ist keineswegs so, dass erwachte Geistesströme irgendwie sowas Eingebautes hätten, dass sie dann die Samthandschuhe anziehen, wenn sie anderen begegnen. Ist nichts programmiert. Ja? Und das nennt man spontane Aktivität. Also Gampopa widmet die beiden letzten Kapitel in seinem Schmuck der Befreiung, widmet er dem, was er Buddhaschaft nennt, und dann das letzte, das 21. Kapitel ist das spontane Wirken. Da geht es um diese völlige Absichtslosigkeit. Und damit wären wir eigentlich, also für mich ist es dann so, wenn ich mich so eintune in das, was spontanes Wirken ist, diese grenzenlose, alle gleich umfassende, durchdringende Liebe, diese, ich nenne das ja so gerne Resonanz, weil wir so mitschwingen, so dieses Schwingen mit allem und keine persönlichen Ziele verfolgen. Wenn ich mich da so einschwinge, diese Freiheit des Wirkens, die Freiheit aktiv zu sein oder es sein zu lassen, für mich ist das
Teil dessen, was wir Nirvana nennen. Ja, zur Definition von Nirvana, von dem, worum es im Weg eigentlich geht, ist dieses unbekümmerte Wirken. Unbekümmert, sorglos, frei von Hoffnung und Furcht, ohne dass wir persönliche Absichten verfolgen, aber so frei auch, dass wenn sich so ein freier Geistesstrom entschließt, ein Projekt zu verwirklichen, dann ist dieser Geistesstrom unbeirrbar, weil da gibt es einfach nichts, wo die Probleme, die bei diesem wunderbaren Projekt auftauchen, wo die so einhaken könnten. Ja, einige dieser Projekte gehen über viele Leben hinweg. Ja, die manifestieren sich immer wieder, um an dem weiterzuarbeiten. Gibt es auch. Also es ist nicht so, dass absichtslos heißt, dass die jeden Tag was anderes machen. Das gibt es auch. Solche großen Bodhisattvas, hochverwirklichten Bodhisattvas mit ihrer Spontanität können ganz schön anstrengend sein. Ja? Weil immer wieder die Kreativität neue Ideen hervorbringt und drumherum alle versuchen, irgendwie ihr Leben stabil darauf auszurichten, was Meister, Meisterin möchte und die mit einer großen Entspannung, vielleicht machen wir es doch besser so, ja, so, und nee, dann doch so. Also, das kann anstrengend sein und natürlich gibt es da ein erwachtes Mitgefühl, was unter Umständen dann darauf achtet, diese große Spontanität verdaubar zu machen. Also so, dass eine Zusammenarbeit möglich wird. Aber im Geistesstrom der Erwachten ist nichts festgelegt. Ja? Also es gibt kein Greifen, es gibt keine Identifikation. Ich muss. Ja, das gibt es alles nicht, sondern es ist ein ständiges Schwingen und sich einstellen und deswegen können sich entwickelnde Situationen immer wieder neue Antworten bekommen. Das ist eine hohe Kreativität. Okay, so viel jetzt mal zu dieser Darstellung des Erwachten, des Erwachens, also dessen, was wir Nirvana nennen. Nehmen wir mal kurz Zeit für eure Fragen, bevor wir in die Pause gehen und dann noch weiter vielleicht meditieren. Gibt es hier im Raum Fragen dazu? Oh ja, da kommen Gabi und Delia. Wo? Danke. Stimmt es, dass in dem Samsara, also Samsara Nirvana 1, doch gibt es nur das Aufwachen oder gibt es so Momente des Aufwachens? Also so habe ich das bis jetzt verstanden, dass wir das wahrscheinlich alle kennen in Meditationen oder auch mal, wenn man irgendwas macht in Situationen. Es ist ein Moment da, wo ich diesen Geschmack auch kosten kann. Das im Nirvana weilen oder sein. Ja, also es gibt diese Momente, diese kurzen Inseln, diese kleinen Inseln im Strom der normalen Verschleierung, die manchmal dünner ist, ja, manchmal heftiger und dann gibt es sehr viel klarere Momente. Ob das dann wirklich vollkommen non-dual ist und so, das kann man sich angucken, aber für jeden von uns gibt es deutlich freiere Momente und auch total freie Momente, Zeitspannen können da auftauchen. Und deswegen spricht man auch von einem Weg, weil die mit der Zeit bei fortgesetzter so Gewahrsein, dann tauchen die häufiger auf und fließen zusammen sozusagen. Größere Spannen des Tages und der Nacht werden in diesem erwachten Gewahrsein verbracht und ein Buddha ist so definiert, dass die rund um die Uhr in allen Geisteszuständen immer in diesem non-dualen Gewahrsein sind. Also es fängt an mit diesen kleinen Momenten. Okay? Danke. Ja. Entschuldigung.
Ich wollte fragen zu gestern. Also ich habe irgendwie gestern die Verbindung verloren. Ich wusste eigentlich gar nicht mehr, was wir mit diesen 12 Gliedern da machen. Ah, der 12 Glieder. Ich hab hinterher so gedacht, ich könnte sagen, ich habe jetzt gar nichts verstanden. Ja? Und vielleicht erzähle ich ein bisschen, wie es dazu kam. Also du hast ja diese Meditation angeleitet und da bin ich irgendwie ich war irgendwie relativ absolut unterwegs. Und also im Letztendlichen meinst du? Ja, also das weiß ich nicht, wie letztendlich ich dann wirklich unterwegs war, aber das glaube ich nicht. Aber es war so ein Gefühl von, ja, ich habe da irgendwie so ein bisschen hingeguckt, so auf so mein ganzes Leben und dann fand ich das alles ziemlich verzweifelt und dann ist es mir gelungen, dass ich das da so ein bisschen lösen konnte und da so ein bisschen zufrieden mit war, wie es ist. Ich sag's mal so, absoluter unterwegs. Und als wir dann diese einzelnen Punkte hatten, da habe ich irgendwie nicht verstanden, also ich habe irgendwie verstanden, dass du gefragt hast, wie habt ihr den Weg rausbekommen? Und dann haben wunderbare Menschen wunderbare Berichte gemacht, aber ich habe gar nicht verstanden, wovon. Guck mal, das ist so, ich fasse es nochmal zusammen, damit du nochmal, du warst offenbar ein bisschen anders unterwegs, so, macht gar nichts, wunderbar. Diese 12 Glieder beschreiben ja, wie es aufgrund der grundlegenden, und da stehen die Lösungen, guck nicht dahin, brauchst nicht auf diese, ja, in dem Skript, mit dem Skript stehen die 12 Glieder ja aufgeführt, ja. Das sind die herkömmlichen 12 Glieder des abhängigen Entstehens von Samsara. Ja? Und ich habe mit euch meditiert, wie für jeden dieser Schritte es Meditationsinstruktionen gibt, wie wir dieses Glied auflösen können. Und du bist so stark in die Auflösung gegangen, dass du offenbar den Kontakt zu den ursprünglichen 12 Gliedern des abhängigen Entstehens von Leid und Kummer und so weiter, dass der gerade zwischendurch mal flöten gegangen ist. Das ist für mich jetzt nicht weiter schwierig, aber du müsstest einfach nur diese 12 Instruktionen mit den 12 Gliedern der anderen Liste nebeneinander. Das ist das Einzige, was jetzt fehlt, damit du die Verkettung wieder hast. Also was ich zum Beispiel nicht verstanden habe, ist das so, dass das der Zyklus ist, wie man dann irgendwie wiedergeboren wird? Oder kann man das anwenden Guck auch nicht auf... hin. Nein, ich kann es eh nicht lesen. Ich habe nur da diese 12 Dinger da vor mir, ja, so in Gedanken. Und wo man dann... Also könnte man das auch für jede einzelne Emotion nehmen? Also dass man irgendeine Emotion hat, die quasi in ihrer Irrigkeit sich so und so und so und so und so und so darstellt oder dann auch aus so etwas heraus wird diese Emotion geboren. Oder ist es immer gemeint wirklich auf das Leben? Ich habe euch das ja gestern erklärt, dass man diese 12 Glieder sowohl immer für das Jetzt, für die jetzige Emotion, die jetzige Verstrickung anwenden kann oder auch über den Zyklus von 3 Leben. Ja? Also das, was aus dem Vorleben kommt, das Eintreten in dieses Leben, das ist der Moment mit Name und Form, ja? Das ist dieses Glied, ab da bis zu den Kräften des Werdens und dann beginnt das nächste. Man kann, das erwähnte ich gestern, aber ich habe natürlich nicht die ganze Unterweisung gegeben, weil ich ja nur die Essenz immer unterrichte. Aber tatsächlich gibt es genau, und das ist geplant und gewollt, dass man diese Darstellung sowohl im Jetzt, für die jetzige Situation, wie für den Gesamtzusammenhang nehmen kann. Und das ist die Genialität auch von diesen 12 Gliedern. Die sind deswegen so genial, weil sie universell anwendbar sind in jeder Situation und auf jedes Leben und dann auch noch, um zu verstehen, wie man da rauskommen kann. Und das war so die letzte Phase unseres Austausches, dass ich euch gefragt habe, wo habt ihr denn das Gefühl, wo kommt man denn da, wo könnt ihr damit gut arbeiten, an welchem Punkt könnt ihr gut ansetzen und so. Und habe ich das richtig verstanden, ist, dass du darauf hinaus wolltest, dass jeder einen unterschiedlichen Zugang haben kann und dass man theoretisch an jedem dieser 12 Punkte den Ausgang finden kann, je nach dem Individuum?
Genau, man kann theoretisch an jedem dieser 12 Punkte, und dieser Austausch, den wir hatten, war, dass es praktisch gesehen meistens bei den Punkten 6, 7, 8 passiert, wo der Ausgang gefunden wird. Da sind die Glieder am leichtesten zu unterbrechen, sodass man aus dieser automatischen Abfolge rauskommt. Aber hier und da können wir auch an den anderen Punkten ansetzen. Okay, gut. Cornelia, hast du einen Blick, wo es weitergeht? Andreas hinten, Alexander vorne. Du hast gestern den Begriff der gesegneten Tulkus erwähnt. Das hat mir irgendwie interessiert. Ich habe dazu noch nicht viel gehört. Kannst du das vielleicht ein bisschen ausführen? Passt ja auch irgendwie jetzt zu dieser erleuchteten Aktivität, die du gerade angesprochen hast. Ja, richtig. Diese gesegneten Tulkus, das ist ein Phänomen, was relativ oft vorkommt. Das ist, dass ein erwachter Geistesstrom selber gar nicht mehr sich inkarniert, keinen weiteren Körper annimmt, aber ein anderer geeigneter Geistesstrom noch in dieser Dynamik drin ist und wie in Bardo in dieser Zwischenzeit von diesem anderen Geistesstrom innigst gesegnet wird und sich mit diesem Segen als dann in diesem Leben manifestiert. Und dieser Segen kann sich ein Leben lang fortsetzen und auch immer wieder erneuert werden. Und das sind, nach Aussage einiger Meister, sind das sogar die meisten Tulkus. Die meisten sind solche. Ja, gar nicht unbedingt Lebewesen, die selber wiederkommen, sondern die im starken Segensstrom stehen. So. Danke. Okay, gut. Tillmann, könntest du, falls das möglich ist, die Begriffe Nirvana und Dharmakaya irgendwie in Beziehung setzen? Ja, das kann ich. Also Nirvana bedeutet eigentlich Frieden oder Erlöschen, ja? Also auch Nirodha bedeutet Erlöschen. Diese Erfahrung, die Kernerfahrung von dem, was wir Nirvana nennen, das ist die Erfahrung des non-dualen, offenen Geistes. Und das wird Dharmakaya genannt. Also das erste Eintreten in die Dharmakaya-Erfahrung, das ist der erste Moment von Nirvana. Ja? Und das kann mal passieren, so wie Gabi das gefragte, das kann mal aufleuchten. Und diese erste Dharmakaya-Erfahrung, das ist eine Erfahrung von einer Offenheit, in der erstmal keine weitere Aktivität, keine weitere Dynamik passiert, sondern eine erstaunliche Offenheit, die keinerlei Erinnerungsspur hinterlässt, nur beim wieder Zurückkommen aus dieser Offenheit eine extreme Leichtigkeit und Klarheit im eigenen Sein, und dann im bereits dualistischen Zustand ist es dann oft so, dass ganz viele Erkenntnisse auftauchen. Diese Erkenntnisse sind danach. Die eigentliche Dharmakaya-Erfahrung ist wie die Erfahrung des offenen Himmels ohne Wolken. So. Wenn diese Zeiten wenn diese Offenheit etwas vertrauter wird, dann zeigt sich für die Praktizierenden, dass in der Dharmakaya-Erfahrung eine Dynamik ist, das nennen wir diesen Sambhogakaya, dass da dieses Mitschwingen ist, diese Lebendigkeit, die immer wieder auch Geistesbewegung manifestiert, die ein Wirken im Körper manifestieren kann, und das nennen wir Nirmanakaya, den Ausstrahlungskörper, also Wahrheitskörper. Körper bedeutet nur, dass etwas stabil und sehr verlässlich ist. Es ist kein Körper. Diese stabile Dimension des So-Seins, Dharmakaya,
Freudenkörper als die mitschwingende Aktivität und Freude in dem Sinne von völlig frei von allem Leid, freudvoll im Gewahrsein der leeren Natur von all dem, was erscheint. Ja, das ist Sambhogakaya und Nirmanakaya Ausstrahlungskörper ist, dann sind die verschiedenen Manifestationen, die dieser dynamische Geist hervorbringt. Und die werden dann mit dem Fortschreiten der Erfahrung des Erwachens, die werden dann als untrennbar erfahren. Das heißt, dann ist es nicht mehr so, dass Dharmakaya als singuläre Erfahrung auftaucht. Ja? Dann werden sie als untrennbar erlebt. Okay. So ist mein Verständnis dazu. Wer war hier noch? Gibt es Fragen im Chat, Tobias? Losang Sherab schreibt: Frage: Ehrwürdiger Lama, danke für die tiefgründigen Unterweisungen. Patrul Rinpoche rät es sehr eindringlich dazu, in unserem Zeitalter des Niedergangs den Umgang mit Menschen zu vermeiden oder auf ein Minimum zu begrenzen, um die Möglichkeit zu schaffen, seinen Dharma unerschütterlich zu etablieren. Viele der alten Lehrer verweisen auf die Notwendigkeit, über sehr lange Zeiträume in Klausur zu gehen. Wie schätzt du das ein? Kann man ernsthaft das Erwachen anstreben, ohne die Bereitschaft aufzubringen, sich von Anhaften an weltlichen Güter zu lösen und ein Leben mit den Nötigsten in Bescheidenheit und Demut zu führen? Also der erste Teil der Frage ja, der zweite Teil der Frage nein. Jetzt müsstet ihr noch wissen, was die Fragen waren. Also, jetzt Patrul Rinpoche hat natürlich absolut recht mit dem, was er schreibt. In seiner Zeit. Und mit den Möglichkeiten, sich zurückzuziehen. Vorübergehende Phasen von so 20, 30 Jahren Rückzug, die tun richtig gut. Ja? So. Und tatsächlich brauchen wir all diese Kräfte der Entsagung, die du aussetzt, auch die Fähigkeit, für uns selbst zu sein, die Fähigkeit, alleine zu leben und. Und wir haben jetzt ja unter den Schülern von Genro Rinpoche auch schon welche, die über 30 Jahre im Retreat sind. Ja. Und das ist wunderbar, aber dieser völlige Rückzug ist keine Garantie dafür, dass Erwachen entsteht oder dass es immer weiter zunimmt. Also deswegen ist dieser starke Appell von Patrul Rinpoche und die Warnung, sich nicht zu sehr auf andere Leute einzusetzen, ist so zu verstehen: Löse dich aus aller Verstrickung. Und jetzt musst du dann weitergehen auf die innere Ebene, denn Verstrickung findet nicht äußerlich statt, sondern findet innen drin statt. Ja? Und wer die Möglichkeit hat, immer wieder für längere Zeit ins Retreat zu gehen und dann Phasen der Integration, im innigen Kontakt mit Leuten, in Gemeinschaft leben, der wird merken, dass diese Phasen sich gegenseitig extrem unterstützen. Ja, also es geht um Integration und leider ist es so, dass die meisten schon anfangen wollen zu integrieren, bevor sie überhaupt eine Praxis entwickelt haben. Deswegen ist es völlig richtig, erstmal die Praxis zu entwickeln und dann sich um die Integration zu kümmern. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass wir die anderen nicht zu scheuen brauchen, denn du erlebst im anderen immer das, was dein eigener Geist auf sie projiziert.
was er in ihnen wahrnimmt. Und das sind immer Spiegel für uns selbst. Von daher gibt es noch viel zusätzlich zu sagen zu diesen Instruktionen von Patrul Rinpoche. Wenn du darauf dein Leben aufbauen würdest, nur auf dem, was du da reingeschrieben hast in den Chat, dann würde eine gehörige Portion Aversion in deiner Praxis sich einnisten. Aversion gegen Menschen, Aversion gegen die äußeren Dinge, die zur Verstrickung führen können. Dabei ist die höchste Form der Entsagung, und mit der müssten wir eigentlich schon mal anfangen, ist all den eigenen geistigen Fixierungen zu entsagen. Dort ist die größte Arbeit, die auf uns wartet. Also, da ich dich jetzt nicht vor mir habe, können wir jetzt leider nicht in eine Diskussion gehen, aber ich habe Menschen, die auf solche Zitate reagiert haben, habe ich dabei beobachten können, wie sie sich verlaufen haben in einer sehr aversiven Dharma-Praxis, wo man das Gefühl hat, man tut selber das Beste und schlussendlich, man schaut herunter auf die Armen, die sich in Samsara verstricken und verstrickt sich selbst unter Umständen im Stolz. Also da gilt es so, geführt zu werden und auch wirklich eine Geschmeidigkeit zu entwickeln, dass wir die Entsagung üben, wenn wir es brauchen, wenn wir merken, das ist verstrickend, aber dann auch wieder Ja sagen für den Kontakt und uns einlassen, damit wir berührt werden können. Also Genro Rinpoche hat zum Beispiel gesagt, in der heutigen Zeit, und das sagt er, der so viele Jahre allein war, ist es nicht mehr angemessen, dass Menschen sich ganz allein zurückziehen. Ja, sie sollten immer in Gemeinschaft leben, damit immer wieder die Arbeit an den eigenen emotionalen Mustern geübt wird. Aber tatsächlich ist das Zusammenleben in Gemeinschaften von Gleichgesinnten sehr, sehr hilfreich. Also eine Retreat-Gemeinschaft ist etwas Wunderbares. In Unkenntnis der Person, die das gesagt hat, ich gucke gerade mal. Wir könnten ihn auch live schalten, wenn er das wollen will. Nee, das ist in Ordnung, reicht erstmal. Und dann nimmst du die nächste Frage. Okay. Die Samya schreibt, das ist jetzt über Diepel in Deutsch übersetzt. Ja, Samya, wo steckt sie denn? Ich habe 2 Fragen zu den Wünschen, die in früheren Leben geäußert wurden. Welche Praxis wird empfohlen, um die Wünsche aus früheren Leben zu finden? Wo und wie finde ich einen vertrauenswürdigen Meister, um diese Praxis durchzuführen? Ja. Also wo und wie finde ich einen vertrauenswürdigen Meister? Da müsstest du dann schon mal, ich übersetze jetzt, es wird ins Französische übersetzt, Samya, du müsstest einfach mal verschiedene Meisterinnen und Meister austesten. Du findest sie nur, indem du auch mal zu ihnen hingehst. Und der erste Teil der Frage, den habe ich nicht so ganz verstanden. Naja, welche Praxis wird empfohlen, um die Wünsche aus früheren Leben zu finden? Och, die brauchst du nicht zu finden. Jetzt verstehe ich die Frage. Samya, du brauchst deine Wünsche aus früheren Leben nicht zu finden. Die ploppen ganz von selbst auf als das, was du dir natürlicherweise, wo du eine Affinität jetzt hast, wo du dich natürlicherweise zu hingezogen wirst. Die kommen von selbst wieder. Da gibt es keine zusätzliche Praxis. Du achtest auf deine Neigungen, wo du was dich inspiriert. Zum Beispiel jetzt in deinem Fall, du hast eine große Neigung, die Dharma-Praxis mit Tanz und Bewegung zu verbinden. Und diese Neigung kann sein, dass die nicht erst aus diesem Leben stammt. Und weil du auch so zäh dran bleibst, trotz deines Unfalles und der unzähligen Knochenbrüche, die du durchgemacht hast, du bleibst immer noch dran. Dharma-Praxis, Tanz für Menschen mit Behinderungen anzubieten und so. Das ist Hinweis auf eine starke Neigung. Und das kann sein, dass die viel älter ist als dieses Leben. Okay. Dann machen wir jetzt eine Pause. 25 nach geht's weiter.
Wie ist das denn so? Sind noch irgendwelche Fragen hängen geblieben? Gibt es noch etwas? Du deutest auf wen hin? Auf Iris? Oder? Iris, du hast noch eine Frage? Ja. Ich habe öfters den Satz gefunden, wenn du wissen willst, wie du im nächsten Leben, falls du eins hast, weiterleben wirst, dann musst du nur schauen, wie du jetzt lebst. Habe ich immer wieder so formuliert gefunden und ich finde das so schwer. Also oder auch was du schon mitgenommen hast. Ich finde, mich selbst zu betrachten und zu sagen, ich bin so und so, finde ich ganz schwer. Ja, ich gehe da mal drauf ein. Das Zitat, was du meinst, können wir sehr schnell in den Herzensunterweisungen finden. Dort sagt Genrin Rinpoche, wenn du wissen willst, wer du warst, schau hin, was du jetzt erlebst. Wenn du wissen willst, wie deine Zukunft wird, schau hin, was du jetzt denkst und tust. Ja? So. Das heißt, wir brauchen keine Rückführungen oder sonst was. Und wir brauchen nur zu gucken, wie wir jetzt unterwegs sind. Und wir haben ein sehr gutes Spiegelbild dafür, welche Muster wir in der Vergangenheit kultiviert haben. Und wenn wir sehen, welche Impulse wir jetzt generieren und sozusagen, mit worauf wir jetzt unsere Aufmerksamkeit richten, dann wissen wir, okay, das werden genau die Kräfte sein, die dann mit der Zeit die Zukunft gestalten. Zusammen mit dem, was schon vorher war, aber was sich allmählich jetzt ändert. Das heißt, so kannst du erahnen, wie du dich weiterentwickelst, indem du schaust, worauf sich deine Aufmerksamkeit jetzt richtet, mit welchem Muster du nährst und so. Du hast aber gesagt, du hättest damit eine Schwierigkeit. Ist da jetzt, wenn ich das jetzt dir so kurz nochmal zusammengefasst habe, ist da jetzt auch eine Schwierigkeit mit dem, wie ich es dir jetzt erkläre? Nein, aber ich finde es so, ich verstehe das so richtig, aber ich finde es so schwer. Ich bin irgendwie unscharf, wenn ich mich selbst beurteilen sollte. Okay. Es braucht so eine feine Selbstbeobachtung, zu wissen, wo wir gerade, die hast du aber, wo gerade du im Denken unterwegs bist, welche automatischen Reaktionen so auftauchen, welches dann die bewussteren Impulse und Reaktionen sind. Also wenn du das so alles mitkriegst in dir, dann hast du dann kannst du zum Beispiel wissen, wie weit hat sich eigentlich Mitgefühl in mir entwickelt. Das kannst du sehr, sehr gut sehen an den Impulsen, die auftauchen, wenn du man sagt so, dem Leid anderer in Berührung kommst, aber eigentlich mit jeder Form von herausfordernder Situation. Da können wir schon sehen, wo wir mit Mitgefühl und Weisheit unterwegs sind. Also mehr Aufmerksamkeit. Genau, mehr Aufmerksamkeit auf die subtilen Prozesse und dann im Auge behalten, was springt spontan an. Was spontan anspringt, ist das, was die Auswirkung des Früheren ist. Das sind die Muster, die schon am Start sind. Und dann, wie du in der Lage bist, damit umzugehen, an welche Richtung das dann nimmt, das zeigt, wie du dabei bist, deine Zukunft zu gestalten. Irgendwo ist das Mikro hingegangen. Ja, Helmut. Bei den 12, jetzt habe ich mir den Namen. Die 12 Glieder? Die 12 Glieder, danke. Dieser eine Punkt, durch Name und Form bedingte 6 Sinnesquellen. Ja? Mhm. Also Name und Form sind, glaube ich, die Skandhas, wenn ich es verstanden habe. Ja? Aber wie bedingen die Sinnesquellen? Also du würdest gern die klassische Unterweisung in dem Punkt nochmal ein bisschen erläutert haben. Das ist wirklich erläuterungsbedürftig. Ja, fände ich toll, ja. Mhm. Name und Form. Name steht für die 4
geistigen Skandhas, angefangen von Empfinden, Unterscheiden, Gestalten und Bewusstsein. Die werden Nama genannt. Ja? Name, weil die klar geistiger Natur sind. Und Formwahrnehmung entspricht auch Rupa, dem Körper. Ja, alles, was die körperbasierten Sinne sind, das ist die Verkörperung. Und eigentlich führt die Identifikation mit diesen 5 wesentlichen Aspekten, ja, ja, das beschreibt ja unser ganzes Sein. So. Die Identifikation damit bedingt, dass all unsere 6 Sinne, also dass das Sehen, das Hören, Riechen, Schmecken und geistige Wahrnehmen immer mit diese Sinnesquellen sind immer verknüpft mit dieser Identifikation. Und da müsste man eigentlich, in diesem Glied müsste man sagen, durch Name und Form bedingte Sinnesquellen mit Ich-Identifikation. Ja? So, das müsste man noch dazu schreiben. Die Sinnesfelder selbst, die gibt es dann ja auch im erwachten Zustand, dann sind die Sinnesfelder von dieser Identifikation befreit. Die Sinne wirken ja weiter. Und das ist also so eine verkürzte Formulierung gewesen, die dir wahrscheinlich das Kopfschütteln ausgelöst hatte. Ja, also die Identifikation bewirkt, dass alle Sinne dualistisch funktionieren. Und wenn die Identifikation nicht mehr da ist, dann findet diese Aufspaltung in Subjekt und Objekt nicht mehr statt. Du guckst mich sehr nachdenklich an. Ja. Frag mal weiter, damit ich es vielleicht noch klarer machen kann. Vielleicht. Bei 3 gab es durch Gestaltungskräfte bedingtes Bewusstsein. Ich habe das, was du jetzt sagst, eher als Bewusstsein. Also wie mache ich meine Identität? Das ist so dualistisch für mich. Ja? Das ist auch in allen diesen Faktoren geht es immer um die dualistischen Prozesse, geht es immer um die Subjekt-Objekt. Deswegen ist das nicht bloß, weil es da auch schon bei den Gestaltungskräften der Fall ist, heißt nicht, dass es später nicht nochmal angesprochen wird. Auch das Bewusstsein, von dem da steht, das ist dann wieder dieses Bewusstsein mit der Auftrennung zwischen einem vermeintlichen Mittelpunkt und einem vermeintlichen anderen. Und das wieder bewirkt, dass wir uns mit Name und Form identifizieren und so. Ja, also das geht alles, es geht ständig weiter, immer mit diesem verflixten Subjekt-Objekt-Ding da, mit dieser Aufspaltung der Wirklichkeit des geeinten Erlebens in unnötige, so, man würde das ja Dichotomie nennen, diese Zweiteilung. Ne? Danke, ich glaube, in diesem Schritt von dem Bewusstsein über das und dann das Sinnesquellen ist mir jetzt, glaube ich, kommt wird ein bisschen klarer. Was natürlich immer wieder fehlt, weil ich jetzt so immer nur die Essenz beschreibe, dass es euch zum Teil fehlt, die grundlegenden Unterweisungen noch nicht so intus zu haben. Da gibt es natürlich was zu. Wenn du jetzt dieser Frage mit den 5 Skandhas und so nachgehen möchtest, da habe ich 2 Sommerkurse in Croisset dazu gemacht. Das ist diese Sommerkurse, die heißen Wer bin ich? Ja, da sind wir diesen Fragen nachgegangen, haben die gesamten Instruktionen von Mipam Rinpoche im Kejuk dazu sind wir durchgegangen und so. Also wer möchte, findet. Es ist jetzt hier, zum Beispiel habe ich heute jetzt nicht die Kapitel 20 und 21 euch erklärt. Ne? Das habe ich mir jetzt erspart, weil ich nur so die Essenz euch mitgebe. Und manchmal ist es dann ein bisschen knapp. Dann reicht es nicht ganz, um alles zu verstehen. Da hoffe ich drauf, dass wenn es dir wichtig ist, dass du dann tatsächlich nachschaust. Und zu den 12 Gliedern gibt es von mir auch Unterweisungen und so, die haben wir, glaube ich, sogar mit dem separaten Titel in der Mediathek, haben wir die abgespeichert. Dankeschön. Mhm.
Der Andreas, ja. Du hattest vorgestern, glaube ich, eine Frage aufgeworfen, die du nicht beantwortet hast. Wenn es keinen Durst zum Denken gibt, treten dann noch Gedanken auf? Ja, und? Habe ich nicht beantwortet? Hast du nicht beantwortet, dazu kam es nicht, aber es hat mich doch ein bisschen verwirrt und nachdenklich gemacht. Und, was ist denn deine Antwort? Ich würde mal denken, solange es Identifikation gibt, sind die Geistesprozesse ja aktiv, also wird es natürlich zu Gedanken kommen, unaufhörlich. Dann ist in also dem Maße. Das ist also der Durst, der ist dann da. Der Durst ist dann da. Und wenn ein Durst nicht da ist, das heißt ja, dann findet keine Identifizierung mehr statt. Aber Buddhas haben ja auch Gedanken. Aber die werden dann anders, die stammen nicht aus dem Durst. Ja, jetzt diese Instruktion, du hast völlig richtig erahnt. Ich habe sogar bewusst diese Frage nicht beantwortet. Ich wollte, dass ihr euch selber Gedanken macht dazu. Tatsächlich in der Shamatha-Praxis, also in der Praxis von Geistesruhe, wenn wir es schaffen zu spüren, das geht dem eigentlichen Denken, geht eine feine innere Unruhe voraus. Die können wir in der Praxis der Geistesruhe, können wir die spüren, bevor überhaupt das Denken entsteht. Wenn wir in diese Unruhe, das ist, ich will es jetzt nicht gleich Mangelgefühl nennen, aber es ist tatsächlich dieses Verlangen, jetzt muss doch mal was passieren, jetzt muss doch mal was gedacht werden, jetzt braucht es doch mal wieder ein bisschen Bewegung. Es ist ja so eine Unruhe, einfach nur sein, ohne was zu denken, ist mir nicht genug. Ja, so diese Unruhe, wenn du die spüren kannst, dann kannst du, bevor es überhaupt zu dem Denken kommt, genau in dieser Tiefe dich wieder mit dem Vertrauen und dem einfachen Sein verbinden. Und damit entspannst du diesen Durst und dann kommt es tatsächlich nicht zum Auftreten von Denken. Das ist noch im dualistischen Bereich. Also wir sprechen noch gar nicht über Erwachte, wir sprechen über die Praxis der Geistesruhe, wo wir mit Hilfe dieses Entspannens, dieses Durstes in die nicht begrifflichen, denkfreien, ja, in die Bereiche eintreten können, wo sich uns die Dhyanas öffnen und so weiter. Ja? Das kann man gezielt angehen, wenn wir gelernt haben, diesen Durst zu spüren. Das erste Anzeichen ist so eine Unruhe. Klarer geworden so, ja? Okay, gut. Tobi, wie sieht es bei dir aus? Losang Sherab schreibt, Frage, ehrwürdiger Lama, beruhen alle Geistesgifte auf den 8 weltlichen Dharmas und kann man allein mit der Auseinandersetzung mit denselbigen sämtliche Geistesgifte auflösen? Also ja, man kann die Frage mit Ja beantworten, weil unter den 8 weltlichen Dharmas sind 4, die mit Hoffnung zu tun haben. Es geht immer um die Hoffnung, angenehme Erfahrungen zu machen, gelobt zu werden, zu siegen, zu gewinnen, was war noch? Lob und Tadel, und glücklich zu sein. Ja? Und die anderen 4 sind die Hoffnung bzw. die Furcht, die Umkehr zu erfahren, also getadelt zu werden, geschmäht zu werden, zu verlieren und unglücklich zu sein. In diesen 4 genannten Mustern sind eigentlich alle Formen von Hoffnung und Furcht enthalten, was synonym ist für Anhaften und Ablehnung. Und tatsächlich, wenn wir uns darauf ausrichten und dabei immer subtiler werden, würde ich mal sagen, kann man den größten Teil des Weges damit gehen. Weil das beinhaltet natürlich all die Hoffnungen und Befürchtungen von Stolz, all die Hoffnungen und Befürchtungen von Eifersucht, all die Hoffnungen und Befürchtungen von Begierde, all die Hoffnungen und Befürchtungen von Ärger. Jetzt ist die Frage,
und das ist wahrscheinlich, Lobsam, warum du diese Frage stellst, werden mit diesem Vorgehen auch die subtilsten Gewahrseinsschleier aufgelöst, also Unwissenheit. Da muss ich sagen, da wird dieser Ansatz nicht voll ausreichend sein. Du kannst einen großen Teil des Weges gehen, aber dann gibt es Schleier, die ein Gewahrsein verhindern, wo wir nicht mehr von diesen 8 weltlichen Dharmas sprechen. Okay, so viel zur Antwort darauf. Ist es das? Okay, wir werden gleich noch meditieren, aber erstmal möchte ich euch noch so ein paar Schlussworte, ein paar Worte aus meiner persönlichen Erfahrung mit diesem ganzen Thema Nirvana und Erwachen und so sagen. Es hat aufgehört, mich zu interessieren. Wollte ich euch einfach nur wissen lassen. Mit der Zeit, wo die Dinge klarer geworden sind, ist es immer mehr in den Hintergrund getreten. Als junger Praktizierender war es wie die Mega-Karotte vor des Esels Schnauze. Ja? Mega Ding. Und was habe ich nicht alles getan und mich abgestrampelt, um in diese Erfahrung des Erwachens zu kommen, um dieses non-duale Gewahrsein zu kommen. Und das hat sein Gutes, weil das hat meine ganze Energie ausgerichtet und offenbar ist es für die meisten Menschen notwendig, all diese Impulse des Erfahrenwollens, frei werden wollens und so, die alle zu leben, bis wir wirklich, obwohl wir es versucht haben, erkennen müssen, geht nicht. So nicht. Das kriegen wir ja immer gesagt, so mit Nirvana ist kein bedingtes Phänomen. Diese Freiheit, diese Offenheit des Seins ist nicht etwas, was wir erzeugen. Es ist etwas, was sich offenbart. Und die ersten Erfahrungen dieser Öffnung waren dann so überzeugend, dass sie genau dann entstanden sind und sich zeigen konnten, wenn ich endlich mal nichts getan habe. Ja, also die sind mir passiert. Und das ist, ich nenne das ja gerne, das waren Momente, in denen ich mich vergessen habe und vergessen habe zu praktizieren und ja, so. Und das hat trotzdem noch eine Weile gebraucht. Also die Muster der Anstrengung, die waren schon ziemlich stark. Und ich habe diesen Irrtum, zu meinen, es durch mehr Anstrengung besser hinzukriegen, den habe ich auch weiter wiederholt. Ja, ich habe es nicht so schnell komplett sein lassen können, weil da auch so ein Momentum war. Und tatsächlich das zunehmende absichtslose Sein, absichtslose Meditieren, das hat dann immer weiter dieses Vertrauen erzeugt und schließlich wurde es mir sowas von egal und dann schälte sich was anderes heraus. Etwas, was die Mahamudra-Tradition auch anbietet, und zwar das Bild des natürlichen Seins. Das Bild der Lebensfreude, des freudigen Seins, das Bild des Tanzens mit den Erscheinungen, das Bild des sich ganz und gar den Situationen Öffnens, Hergeben, ja, so einfach gar nicht mehr irgendwie selber seinen Weg bestimmen wollen, sondern einfach da sein für das, was sich ergibt, auf möglichst natürliche Art und Weise. In dieser Zeit hat sich bei mir ein inneres Bild von Erwachen geformt, wo ich das Gefühl hatte, ja, also das Auflösen dieser ganzen Gewohnheitsmuster, dieser Kleshas und so, von denen wir ja sprechen, das ist eigentlich das, was den Menschen dann echt natürlich und entspannt werden lässt.
sodass dieses Gefühl des natürlichen Seins nicht einfach ein natürliches Sein, so Hippie-Camp oder sowas ist, sondern ja, so ein ganz waches, bewusstes und integriertes Sein, wo immer, wenn emotionale Muster auftauchen, sich der Praktizierende oder die Praktizierende dem zuwendet, was jetzt gerade das Herz eng macht. So. Das kriegt die Aufmerksamkeit, das kriegt eine liebevolle Aufmerksamkeit, nicht um wegzugehen, sondern nur um verstanden zu werden. Und dieses Verstehen, das ist nicht ein Durchschauen, damit es weggeht, sondern ein Verstehen, damit es seine Kraft freisetzen kann. In jedem engen Geisteszustand ist eine Kraft. Und so habe ich mit der Zeit einfach mehr darauf geachtet, und das ist jetzt auch der Prozess, der kürzliche Prozess der letzten Jahre, darauf geachtet, meine eigenen Verspannungen nicht damit zu meditieren, damit sie sich auflösen, sondern damit sie ihre Kraft freisetzen können. Da ist geballte Kraft drin und da ist auch die Möglichkeit drin, erstmal mich selbst und meine Muster zu verstehen, aber auch durch das Verstehen der eigenen Muster alle anderen mit ähnlichen Mustern ebenfalls zu verstehen. Also die Klishas nicht mehr einfach auflösen zu wollen, sondern sie zu verstehen als Nahrung fürs Mitgefühl und für Einsicht. Das ist Nahrung. Das ist jetzt nicht tragisch, wenn ein Klesha auftaucht, sondern das ist Nahrung, wenn wir uns dem so zuwenden, dass es nicht weg sein muss, das tut es ja sowieso, es löst sich ja sowieso auf. Ja? Aber das nicht nur einfach abwarten, bis es vorbei ist, sondern jede Erfahrung von innerer Verspannung als wirklich, wirklich wertzuschätzen, als kostbar. Weil nur so können wir eigentlich die Welt, also diese Lebewesen, von denen wir es da auch im Samantabhadra-Gebet hatten, dass wir die noch weiter verstehen und die verschiedenen Daseinsbereiche verstehen, die zeigen sich ja weiter. Und das, was ich noch nicht kennengelernt habe, das muss ich halt noch zeigen. Und das wollte ich euch nur sagen. Und in all dem geht es gar nicht mehr um irgendeinen erwachten Endzustand, der sich hoffentlich irgendwann zeigt. Es ist nur einfach die Freude, immer natürlicher zu werden und ein etwas angenehmerer Erdenbürger. Ja? Etwas verträglicher, immer noch nicht wahr, immer noch nicht so irgendwie. Aber braucht ja auch nichts Besonderes zu sein. Also der kommt in diese Ahnung von Erwachen, kommt so ein Geschmack von Normalität rein. Einfach normal zu sein. Normal. Ja? Spielerisch normal, heiter normal, gelassen normal, ärgerlich normal. Ja? Und das alles darf sein. Okay? So wollte ich euch nur sagen, dass ich gar kein, obwohl ich das jetzt als Grundlagen des Dharma so unterrichte, auch klar, und das ist auch wichtig, und ich möchte es auch nicht missen, das, was diese jahrelange Praxis so kultiviert hat an immer wieder ins Gewahrsein gehen, in jeder Situation, immer im Gewahrsein bleiben. Das brauchen wir. Das ist die Art Praxis, die wir brauchen. Ja, durch alle Situationen immer möglichst gewahr zu bleiben, möglichst fein mitzukriegen, was los ist, aber gar nicht mehr zu unterscheiden zwischen, das ist Samsara nicht so gut, das fühlt sich erwachter an und dann dahin, sondern was gerade ist, das ist die Praxis, das ist die Gewahrseinspraxis. Und da muss nichts weggehen. Es muss nur durchdrungen werden. Ja. So manchmal, wie kann ich das sagen? Wenn ich einen engen Geistes- oder Herzenszustand habe, wenn mein Herz eng wird, dann erlebe ich eigentlich, dass ich irgendwo fein, ich sage jetzt mal fein, vielleicht würden andere sagen grob, aber in meinem Erleben ist es fein, dass ich eine feine Abspaltung vorgenommen habe.
Ja? So eine feine, so etwas, Abspaltung bedeutet hier ein feines Nicht-Haben-Wollen. Etwas ist mir zu viel im Leben. Ja? Etwas überfordert mich. Etwas entspricht nicht meinem Plan, wie es sein sollte. Ja? Meiner Vorstellung, wie andere Menschen um mich herum sein. Es ist einfach immer noch die Krux, dass die Welt nicht so ist, wie ich sie mir vorstelle. Ja, es sind so, ja, und wenn das dann so ist und dann passt mir das nicht in den Kram und dann so, ne, mangelndes Gewahrsein nennt man das. Gar nicht so fest verdrängen, sondern die Welt ist doch glücklich, alles bestens, so, das da. Stört doch nicht so. Bis sich mein Körper meistens dann meldet und der Körper sagt mir, du, irgendwie geht es dir gerade nicht gut. Ja? Und was ich mir nicht angeschaut habe, muss ich mir dann anschauen. Also schaue ich mir dann an. Das wollte ich euch einfach nur wissen lassen. Es geht aus meiner Sicht nach all dem, auch wenn ich so die inspirierenden Meisterinnen und Meister mir anschaue, denen ich begegnen durfte und die in der Welt unterwegs sind, das wichtigste Kriterium ist, wie natürlich und einfach jemand ist. Und wie wenig heilig jemand ist. Ja? Also, wir entdecken ja diese aufgesetzte Heiligkeit. Da haben wir ja einen Riecher dafür, oder? Das kriegen wir alle mit. Und natürlich, ja, also da einfacher zu werden. Und das auch für sich selbst so. Ja? Wir wollen doch hier keine heiligen Buddhisten werden. Und dann auch noch sagen, wisst ihr, warum es mir so gut geht? Weil ich seit 30, 40 Jahren Buddhist bin. Ne? Wie entsetzlich ist denn das? Ja? Einfach nur sein, Mensch unter Menschen, könnte das, wenn wir das tief verstehen, was es bedeutet, einfach sein, Mensch unter Menschen, könnte das vielleicht unsere Definition von Erwachen sein? Ja, wenn wir es tief verstehen, was da gemeint ist, in einem tiefen Verständnis von dieser einfachen Aussage, da sehe ich Gengen Rinpoche vor mir auftauchen. Ja? Eine Art ganz außergewöhnlicher Mensch, aber einfacher und natürlicher und menschlicher ging es in meinem Erleben nicht. Ja? Versteht ihr, was ich so andeuten möchte? Also wir dürfen es auch mal wagen, und damit, das wäre jetzt so mein Schlusswort, weil ich will ja noch meditieren mit euch, wir dürfen es wagen, unsere eigene Definition von unserem Nirvana zu schreiben. Wann bin ich wohl in Frieden? Ja? Wann ist dieser Geistesstrom? Wohin zieht es diesen Geistesstrom? Was ist für mich die Vorstellung von Freisein und Frieden und Mitschwingen und dieses? Es ist ja toll, dass das so ein Gummiwort ist, in dem dass man alles hineininterpretieren kann. Ja, so Nirvana, wunderbar. Und was ist für mich eigentlich? Wie bin ich? Wie möchte ich sein? Was möchte in mir freigelegt werden? Ja, so. Und so könnt ihr ganz für euch selbst mit Anregungen der wunderbaren Lehren, die uns da die Augen öffnen, so könnt ihr klarer werden über das, worum es euch eigentlich geht in der Praxis. Und es kann sein, dass die Worte, die ihr dafür findet und die Ideen, die ihr da entwickelt, nicht so ganz das sind, wie sie in den Büchern beschrieben werden. Oder vielleicht eine wunderbare persönliche Integration von all dem, was da so gelehrt wird und vorgelebt wird. Und ja, so eine ganz persönliche, so, ja. Und das kulminiert da drin, ja, wenn ich diesen Weg so gehe und wenn ich dann so sterbe, bin ich zufrieden, bin ich glücklich. So. Ja, da brauchen wir jetzt uns nicht in ewige Zukunft zu projizieren, sondern so leben und dann so den großen Übergang vollziehen. Okay, das hat sich mir noch aufgedrängt und jetzt meditieren wir noch 5 Minuten.
offen, fließend gewahr.
Sunam Niyi Tamje Singpani Tomne Nebedanam Pamjena Genga Nachi Balam Tumpayi Sipen Sole Jovan Javasho. Dann wünsche ich euch noch einen ganz wunderbaren Abend. Erholt euch gut. Denkt daran, morgen findet alles am Vormittag auf Englisch statt. Bringt die Kopfhörer mit und eure Handys, um euch ins WLAN einzuwählen, falls ihr hier im Saal auf Deutsch folgen wollt. Ja? Es wird übersetzt. Und ansonsten halt auf Englisch. Und die Fragen für die Arbeitsgruppen, da vertraue ich jetzt mal drauf, dass ihr die auch so versteht. Bitte? Um 9 Uhr mit Heiko. Und der Heiko und die, ich weiß nicht, vielleicht ist jetzt Tobias dabei oder Frank, es wird sich um 9:15 etwa, wird sich Stephen Fulda einwählen und schauen, ob der Zoom-Kontakt für ihn funktioniert. Also Heiko, relativ pünktlich Schluss machen, dann können wir mit Stephen kurz sprechen und schauen, wir testen dann die Anlage in den folgenden 10 Minuten, bevor wir loslegen. Ne? So. Und wenn ihr Freunde habt, die dürfen dazukommen, dürfen sowieso immer alle dazukommen, aber auch zu diesem Gespräch mit Stephen, wenn es Interessierte gibt. Ich glaube, es lohnt sich sehr. Okay.